und da würde ich mich darauf konzentrieren, dass ich da etwas... Hi, hier ist wieder Eva von Aquacraft. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du einen Fisch aus dem Ausland importieren kannst. Also ich möchte dir gerne erklären, wie du beispielsweise einen Kampffisch aus Indonesien importieren lassen kannst, so wie ich das beim Beo gemacht habe. Und ich möchte auch gleich vorab dazu sagen, dass alles, was ich hier heute sage, nur meine Erfahrungen sind. Es gibt auch ganz bestimmt andere Wege, einen Fisch importieren zu lassen. Da könnt ihr euch sicher auf diversen Portalen erkundigen. Aber so habe ich eben gemacht und das hat gut funktioniert und das kann ich euch nur empfehlen. Und ich habe auch ein paar Notizen aufgeschrieben, damit ich mich da nicht verzettle. Also werde ich ab und zu da hinschauen, weil die ganze Geschichte ist etwas kompliziert aufgebaut. Es ist vielleicht für mich kompliziert zu erklären, aber in Wirklichkeit, wenn man es einmal gemacht hat, ist es kein Problem. Dann legen wir gleich los. Und zwar, wenn du einen Fisch importieren lassen möchtest, dann brauchst du natürlich einmal einen Fisch. Den kannst du dir direkt bei einem Züchter deiner Wahl aussuchen, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Ich habe über Instagram mir einen Züchter ausgesucht und mich mit dem in Verbindung gesetzt und habe natürlich dann diverse Fische mir angeschaut und habe mich dann für Beo entschieden. Und du kannst aber auch auf andere Portale gehen. Mir fällt ad hoc jetzt ein aquabit.com. Und dieses Portal, da kannst du diverse Fische aussuchen und die direkt bestellen. Wie das genau da funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es eben auf dem anderen Weg gemacht, dass ich den Fisch eben direkt beim Züchter bestellt habe. Aber ich schätze mal, da wird es jetzt nicht so viel Unterschied sein. Also du hast jetzt einen Fisch und den gilt es jetzt zu importieren. Bei diesem Ablauf gibt es jetzt mehrere Beteiligte. Es gibt einmal den Käufer, das bin ich, und dann gibt es den Verkäufer, das ist in meinem Fall der Züchter. Und dann gibt es jeweils noch einen Transshipper. Dieser Transshipper, der regelt die Abholung vom Flughafen und das mit dem Zoll und so weiter. Wie das im Detail ausschaut, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass man als Käufer einen Transshipper braucht. Und wie komme ich jetzt zu dem? Also ich habe einen gekannt oder vom Hörensagen, und zwar vom Aquaowner, der hat ja seinen Kampffisch auch importieren lassen. Und dieser Transshipper ist der Herr Jan Sassmann. Den könnt ihr googeln, der hat eine Homepage und mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt. Und da gibt es verschiedene Daten, also da gibt es festgelegte Daten, wann die nächste Fischlieferung ankommt, also wann der Import stattfindet. Und irgendwie ist dieser Transshipper, also sind diese Daten untereinander irgendwie abgestimmt von diesen beiden Transshippern. Also mein Transshipper und der Transshipper vom Verkäufer, da gibt es irgendeine Verbindung. Ich weiß nicht, wer diese Daten festlegt. Ich weiß nicht, ob das die Transshipper machen oder ob das vom Flughafen oder vom, weiß ich nicht, Zoll oder wie auch immer festgelegt wird, dass es gewisse Daten gibt, aber irgendwie passt das immer zusammen. Das heißt, ich habe mir jetzt angeschaut beim Jan Sassmann, wann der nächste Importtermin ist, habe mit meinem Verkäufer gesprochen, also mit dem Züchter, und habe gesagt, ob das Datum auch für seinen Transshipper passt. Und es hat aber immer, also ich habe schon zweimal einen importieren lassen und es hat immer funktioniert. Beziehungsweise war das Datum immer so geregelt oder so gelegt, dass sich das immer ausgeht. Ja, also du hast jetzt alles und du weißt jetzt, wann ein Fisch ankommt, weil ich habe zum Beispiel mit meinem Transshipper vereinbart, dass er mir den Fisch dann nach Österreich schickt, von Deutschland nach Österreich. Es gibt aber auch die Option, dass du den Fisch direkt vom Transshipper abholst oder auch, glaube ich, eine Option, dass du direkt auch an dem Importtermin zum Flughafen hinfährst, da übernimmt ihn der Transshipper und übergibt ihn dir dann. Aber ich habe mir den schicken lassen, weil das wäre mir zu weit gewesen zum Hinfahren. Und hat mir der Transshipper eben ein Datum genannt und an diesem Tag ist er dann auch gekommen. Da musst du auch unbedingt zu Hause sein und den entgegennehmen, weil der wird nicht irgendwo hinterlegt oder so, sondern der wird gleich zurückgeschickt und das überlebt der Fisch nicht. Jedenfalls, du hast jetzt alles, was du wissen musst. Du hast jetzt dein Datum und
hast dich abgestimmt mit allen Beteiligten und dann geht es eben los. Dann der Verkäufer gibt dann den Fisch seinem Transshipper, der Transshipper bringt den Fisch zum Flughafen nach Indonesien in meinem Fall und dann in Deutschland am Flughafen übernimmt ihn mein Transshipper und schickt ihn mir dann weiter. Also das geht alles echt ziemlich schnell und ich war total überrascht, wie schnell dieser Fisch vom Züchter dann eben bei mir ist. Also das ist Wahnsinn, aber es muss auch so sein, weil es natürlich ein Lebendtransport und wenn das nicht schnell geht, dann leidet das Tier unnötig. Ja, also das ist einmal der ganze Ablauf. Und dann möchte ich euch jetzt noch die Kosten erklären. Das haben wir da zusammengeschrieben. Und zwar, der Fisch kostet einmal was natürlich, das musst du dir mit dem Züchter oder mit dem Verkäufer ausmachen, das kann ich nicht sagen. Dann musst du für Shipping Costs, also den Versand zahlen beim Verkäufer. Ich weiß nicht warum, aber sind nur $5 gewesen. Also das habe ich überall gehört, das sind immer nur $5. Warum das dort so billig ist, weiß ich nicht. Und ob das jetzt mit der Gebühr für den Transshipper irgendwie zusammenkommt, weiß ich auch nicht, weil ich habe bei mir den Transshipper die Gebühr zahlen müssen und den Versand extra. Also noch einmal, der Fisch ist zu zahlen, dann die $5 auch an den Verkäufer. Dann muss ich meinem Transshipper das Handling zahlen, das ist eben das, was er macht, also Fisch abholen, Zoll und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Tarife, je nach Fischart. Bei mir waren es 5,20 Euro, 5,90 Euro, irgendwie so, genau bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und dann eben die Versandkosten von Deutschland nach Österreich. Das ist, glaube ich, über UPS gegangen und es war ziemlich teuer, das hat 40 Euro oder 35 Euro gekostet. Und der wird, also über Overnight Express wird der geschickt, also der ist am nächsten Tag bis spätestens Mittag glaube ich, dann da. Genau. Ja, also das ist nicht so wenig, sage ich jetzt mal, für einen Fisch, aber ich muss sagen, ob ich jetzt nur mehr Fisch importieren lasse, weiß ich nicht. Zumindest kaufe ich es nur mehr direkt von einem Züchter, weil es liegen einfach Welten dazwischen. Wenn du den Fisch kaufst im Laden irgendwo, dann weißt du nicht, du weißt einfach nichts über ihn, nichts über seine Herkunft. Also das ist einfach für mich, kommt es einfach nicht mehr in Frage. Also ich werde nur mehr direkt beim Züchter kaufen. Ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, das war's. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich alles so rüberbringen konnte, dass man es versteht. Es ist tatsächlich nicht so kompliziert, aber wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, war ich schon kurz einmal überfordert und habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob das überhaupt wirklich so gut funktioniert und dass da tatsächlich so eine gute Struktur dahinter ist. Also das ist schon wirklich professionell gemacht, professionell abgewickelt, das funktioniert wirklich tadellos. Und weil ich viel Kritik bekommen habe, dass ich einen Fisch importieren lassen habe aus Indonesien und weil der so lange im Flugzeug ist und so weiter und dass dieser Weg eben viel zu anstrengend für den Fisch ist, möchte ich dazu noch Stellung nehmen. Und zwar, ich meine, klar, man muss sich bewusst sein, dass das für den Fisch sicher nicht angenehm ist. Aber ich habe das von vielen Seiten gehört, die selbst Fische haben und die Fische irgendwo in einem Laden kaufen. Und da möchte ich dazu sagen, dass vor allem auch bei Kampffischen weiß ich es, dass Kampffische, die du im Laden siehst, dass die auch alle also die meisten, also ich kenne es nur so, dass die importiert werden aus dem Ausland. Meistens ist es Indonesien, weil es dort riesige Farmen gibt und es schaut dann alles gut und schön aus, wenn du im Laden stehst und den Fisch dort drinnen schwimmen siehst und du hast aber keine Ahnung, was mit dem überhaupt passiert ist. Man muss sich vorstellen, dieser Fisch geht auf dieselbe Reise zu diesem Laden hin, wie er zu mir geht. Nur der einzige Nachteil daran ist, dass der Fisch in den Laden kommt,
sich dort eingewöhnen muss, in einem Becken, das meistens für Kampffische nicht geeignet ist. Also ich habe es noch nie gesehen, dass irgendein Laden so ein kampffischgerechtes Becken gehabt hat, zumindest wenn es so ein größeres Geschäft einfach ist, so eine Kette oder so. Und der muss sich dann dort eben eingewöhnen und dann komme ich jetzt hin als Käufer und reiße ihn wieder heraus, wo er vielleicht gerade eine Woche oder so drinnen ist und nehme ihn mit nach Hause, dann muss er sich bei mir nochmal eingewöhnen. Also das fällt ja dann weg. Also wenn du einen Fisch kaufen möchtest, einen Kampffisch beispielsweise, weil bei anderen Fischen kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber bei einem Kampffisch ist es meistens eben so, wie ich schon gesagt habe. Und da ist es einfach viel angenehmer für den Fisch, wenn du ihn gleich zu dir importieren lässt. Ich meine, natürlich gibt es auch Züchter, die in deiner unmittelbaren Nähe vielleicht sind und dann ist das wieder was anderes, aber wenn du einen Fisch aus Indonesien möchtest, dann kauf ihn dir selber, lass ihn dir selber liefern und mach's nicht über irgendein Geschäft oder so, außer du fährst direkt hin bei der Lieferung und nimmst ihn gleich mit, aber sonst ist das sicher der beste Weg. Ja, das war die ganze Geschichte. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte es auch entsprechend aufbereiten. Und falls du aber trotzdem dazu Fragen hast, kannst du mir gerne in den Kommentaren das schreiben oder über Instagram. Und falls du auch irgendeinen Wunsch oder eine Idee für ein nächstes Video hast, dann kannst du mir das gerne auch mitteilen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Danke und bis bald. Ciao!